Ja, das war so ein bisschen eine Gemeinschaftsidee. Ich habe gestartet mit der Idee, dass man einfach eine Alert-Funktion macht, also einfach einen Button auf der ersten Seite, wo man dann sagt, hey, mir ist gerade irgendwas in die Richtung passiert. Und dann fand ich die Idee nicht so gut, habe sie trotzdem erzählt und wollte sie wieder verwerfen. Und dann war es, glaube ich, deine Idee, dass du gesagt hast, hey, lass daraus eine Statistik machen, lass daraus eine Karte machen. Und daraus ist die Idee entstanden. Ja. Und diese Idee hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt, indem wir dann noch auf die Idee gekommen sind, dass wir vielleicht noch ein Routing mit einbauen können und eben vielleicht das Melden noch ein bisschen personalisierter machen können, dass man so vielleicht das selber einstellen kann, ob man jetzt die Polizei damit erreicht oder eben Freunde. Ja, das ist dann so über den Prozess entstanden. Also unsere Hoffnung dabei war es eben, wie wir auch in unserer Vorstellung gesagt hatten, 66% aller Frauen sind eben von so etwas betroffen gewesen, von sexualisierter Gewalt. Und unser Ziel war es eben, die Zahl dahinter zu verringern, dass wir eben weniger Personen haben, die von allgemein Gewalt betroffen sind im öffentlichen Raum. Und das ist eben hoffentlich dann gewährleistet durch unsere App. Also es ist verrückt, es ist crazy. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich bin total enthusiastisch. Also ich bin einfach, es ist wie so ein Lottogewinn oder so. Es ist einfach total krass und ich kann nicht beschreiben. Ich war so, was? Wie jetzt? Also wie haben wir das jetzt gewonnen? Und dann war das so, ja, ich kann es immer noch nicht glauben. Also es ist unglaublich einfach. Nee, ich bin auch immer noch ein bisschen überwältigt davon. Also ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen kann. Also es ist irgendwie so, ja. Wenn ich, if I may. Wir haben gerade eben schon draußen ein bisschen drüber geredet und haben gesagt, wir dachten, dass wir vielleicht zweiter oder dritter Platz werden, aber bei weitem nicht, dass wir erster Platz werden. Und als dann der zweite Platz announced wurde, war es dann relativ, also dachten wir so, ja, okay, dann sind wir dritter, vierter oder so. Aber dass wir den ersten Platz wirklich erreichen, das war gar nicht in meinem Kopf drin. Und es fühlt sich einfach dementsprechend sehr, sehr unglaublich an, dass wir es wirklich gewonnen haben. Also für mich war das Größte, was ich gelernt habe, über Design Thinking. Ich denke, dass ich das, was ich hier gelernt habe, gut für meine eigenen Projekte benutzen kann. Also dieses vorher darüber nachdenken, was ist überhaupt die Zielgruppe, was ist mein Ziel damit und eben klein anzufangen, dann das darüber auszuarbeiten. Hochdiskutieren. Genau, weil mein Problem auch vorher war, dass ich einfach ich habe zu groß angefangen, auch bei anderen Projekten. Deswegen, also ich glaube, das hat mir hier richtig geholfen. Also ich habe generell, also eigentlich alles, was ich gelernt habe, war was Neues, weil ich kannte mich damit eigentlich gar nicht so aus. Aber genauso wie er schon gesagt hatte, dass man die Ziele klein stecken soll und dann sich hocharbeiten kann und dass man wirklich was erreichen kann. Aber was ich auch vor allem gelernt habe, ist, wie man Präsentationen hält und so ein bisschen und dass man eigentlich gar keine Angst davor haben muss, sich irgendwie vor die Menschen darzustellen und dass es auch gar nicht so wichtig ist, Karteikarten zu schreiben, sondern es besser ist, wenn man das einfach so frei macht und so. Und ja, das, was ich gelernt habe, ist, dass wenn man gut im Team zusammenarbeitet, dass man sehr viel erreichen kann und dass ich mochte Teamwork davor eigentlich gar nicht so, aber das hat ein bisschen meine Meinung jetzt darüber geändert, auf jeden Fall, ja. Das war es bei mir auch so ein bisschen, dass man, also es wurde uns, glaube ich, heute nochmal gesagt, dass es super wichtig ist, dass man wirklich von Minute 1 an als Team kommuniziert und dass es dann erst so richtig funktionieren kann. Und das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen, dass es gestern schon ab Minute 1 losging. Als das heute erzählt wurde, habe ich uns da auch sehr wiedererkannt. Und es hat sich anscheinend ausgezahlt. Ja.
Also meiner Meinung nach ist einfach ausprobieren. Also ich habe das hier auch sehr spontan gemacht. So, ich habe eine Woche jetzt hier war ich so am Freitagabend so, ich habe gehört, das ist noch offen, ja, hier, habe noch 2 Stunden Zeit. Ja, ich mach mal. Ich versuche mal, ich fülle mal das Formular hier aus. Und dann bin ich auf eine Studienfahrt gegangen, habe mich nicht so damit auseinandergesetzt, war dann so am Freitagabend direkt vor diesem Projekt so, ich muss noch Dokumente ausfüllen dafür. Mache ich mal, okay. Und dann bin ich hier so reingekommen und war so, vielleicht wird das ja ganz gut. Also im Endeffekt einfach offen sein und Interesse daran haben, das hat mich irgendwie hier hingebracht. Also ja. Also ich würde dazu einfach sagen, einfach machen und es einfach machen. Ja, also man kann ja viel über Sachen nachdenken und so, aber manchmal muss man auch einfach machen. Also ja. Das ist genau das, was ich vorhin auch schon im Einzelinterview gesagt habe. Einfach anfangen, just start. Und dann einfach mal gucken, was so die Zukunft bringt. Einfach mal ein paar Projekte auch umsetzen. Ja. Und dann bei solchen Events teilnehmen.